Yo, was geht ab? Ich bin Kostas, das ist David. Herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich haben wir es mal geschafft. Yes. Wir haben ja schon, wie oft was zusammen gedreht? Zweimal? Dreimal. Und bisher war es immer so, dass wir nicht zusammen, in einem Ort waren, aber jetzt sind wir finally next to each other. We can touch each other. Daviko zerbricht. Costa ist zerstört. Ich war auf Twitter unterwegs und Mick hat mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass gerade der MeQueer Hashtag trendet. Dabei geht es so darum, dass, naja, nicht nur Schwule, eigentlich alle, die nicht heterosexuell sind, ihre einfach Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Thema teilen und einfach, ja, Gehör auf dieses Thema bringen, richtig? Genau. Das war kein guter deutscher Satz, aber you get the point. Ich hatte ja damals die Videoreihe Gay Boys Problems gemacht. Nun habe ich viel über Vorteile am Gay-Sein gesprochen und ich habe mir gedacht, das wäre ganz cool, jetzt nach langer Zeit nochmal so ein bisschen über Dinge zu sprechen, die ein bisschen schwieriger sind, weil einfach dieser Hashtag gerade trendete, passte das ganz gut, genau. Richtig? Außerdem sind wir zwei schwule Jungs, also worüber soll man sonst reden? Ja, und dann würde ich sagen, labern wir gar nicht vorweg, sondern fangen direkt an. What? Die unzähligen antrainierten Notlügen. Schüler, haben Sie eine Freundin? Du denkst, ich habe den tollsten Mann der Welt zum Freund. Du sagst, nein. Ich finde, wenn du dann so erzählst, so ja, ich habe einen Freund oder sowas, dann kommt dann manchmal schon so eine Reaktion, so nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt drüber reden. Und manchmal willst du es dir auch so ein bisschen ersparen. Und deswegen sagt man dann auch manchmal einfach so, ich habe jemand oder was weiß ich und halt nicht sowas wie... Ich habe einen Freund. Ich habe schon mal gemerkt, dass, und das finde ich eigentlich von meiner Seite richtig komisch, aber manchmal, wenn ich Leute treffe und die sagen so, ja, haben sie dann eine Freundin oder eine Partnerin oder sowas und ich das Gefühl habe, dass ich nicht einschätzen kann, wie die Person reagiert, sage ich einfach nein. Obwohl ich normalerweise... So, ihr kennt mich, eigentlich bin ich sehr offen mit meiner Sexualität und tweete und poste immer irgendwelchen sexual Shit so. Aber ja, so wie du sagst, manchmal bin ich so, ich will mir jetzt... jegliche Reaktion auf das Gespräch ersparen. So. Mit manchen Menschen redest du auch gerne einfach drüber, so, wo du dir denkst, okay, der ist ganz cool und mit dem würde ich gerne mal drüber reden und deswegen kommt das dann auch sofort. Ich versteck's nicht, ich rede da auch eigentlich voll gerne drüber. Typ auf einer Party. Mit wie vielen Männern hast du geschlafen, um sicher zu sein, dass du nicht auf Frauen stehst? Ich 0. Und du? Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand zu mir gesagt hat. Aber ich kenne das eher als so, ja, woher willst du denn wissen, dass du nicht auf Frauen stehst? Aber Bitch, ich habe mit Frauen Sex gehabt, also I know it. So, I know for sure. Can't relate. Ich war mit einer Freundin im Kino und sie hat ihrem Freund gesagt, mach dir keine Sorgen, weil der war so ein bisschen übercontrol-mäßig und dann hat sie ihrem Freund so gesagt, so, ja, mach dir keine Sorgen, der ist schwul. Und dann so, hat er ja schon was mit Mädchen? Und dann sagt sie, nein. Wie kann er dann wissen, dass er schwul ist? Und denkst du nur so... Ja, aber die Frage kannst du ja auch zurückstellen. Woher weißt du denn, dass du nicht auf Typen stehst, wenn du es noch nie probiert hast? Da kriegst du auch voll so die Offenbarung. Nein, aber so literally, du merkst doch, ob du von der Sache angeturnt bist oder nicht, so, oder? Ja. Gerade als Typ, sogar andere Leute können sehen, ob du davon angeturnt bist oder nicht, also bitte. Wenn du etwas als homophob bezeichnest und dir dann ein Hetero-Mensch erzählen will, was Homophobie ist und was nicht. Meine beste Freundin, wenn die dann irgendwas gesagt haben, ich so, das war jetzt aber schon irgendwie so ein bisschen homophob, sag ich mal, und dann sagt sie so, nein, das ist nicht homophob, weil, wenn das homophob wäre, dann wäre es so und so. Und denkst du so, doch, ich habe mich davon angegriffen gefühlt. Manchmal habe ich das Gefühl so, oh mein Gott, jetzt weiß ich, dass bestimmt voll der Shitstorm auf mich kommt. Aber manchmal mögen die Leute es, sich angegriffen zu fühlen. Besonders in 2K18. Was du aber gesagt hast, stimmt ja auch. Also weißt du, jemand, der das nicht... sag ich mal, fühlt, kann ja was sagen, ohne das Böse zu meinen, aber du fühlst dich trotzdem angegriffen und dann sagst du so, hey, also ich fand's irgendwie gerade nicht so cool und so, über solche Sachen muss man ja auch reden können, gerade wenn man gut befreundet ist, weißt du, von daher finde ich das smart. Also, ich finde both points korrekt. Ja. Meine Tante, ich ekle mich vor dir, du machst der ganzen Familie Schande. Oha, das ist schon krass. Mir fällt's wirklich voll schwer, bei solchen Sachen private Geschichten zu teilen. Ja. Aber sagen wir es mal so, ich habe sowas schon beobachtet. Wenn sowas vorkommt, frage ich mich immer, woran das liegt. Ob das dann wirklich daran liegt, dass einfach Leute aus der Familie mit ganz anderen Wertevorstellungen noch aufgewachsen sind oder so. Es ist übel. Aber du hattest ja auch erzählt, dass deine Mutter damals nicht so gut darauf reagiert hat, Auf jeden Fall, teilweise auch immer noch. Aber wenn das in einem Kreis ist, wenn es in einem Dorf ist, wo wirklich dann über sowas extrem geredet wird, dann bist du sozusagen das Thema der Familie. Und jeder spricht auch jeden aus der Familie auf dich an. Nur weil sie deine Familie darauf ansprechen, heißt es ja nicht mal, dass sie es böse meinen, weißt du? Wenn es eine Sache ist, die sie einfach vorher noch nicht kannten, sag ich mal, ist es einfach die Neugier und die... Ja, einfach so die Tatsache, dass sie sich in dem Feld nicht auskennen. Ja. Und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber ich finde, du musst halt dann voll aufpassen, dass du deinem Kind nicht das Gefühl gibst, dass es jetzt an etwas schuld ist oder dass es was falsch gemacht hat. Auf die Art und Weise konnte ich es auch nachvollziehen, dass meine Schwester dann gesagt hat, mach's bitte nicht so öffentlich, weil ich nicht darauf angesprochen werden will, weißt du? Dann stell dir mal vor, immer wenn dich Leute sehen, kommt dann so, und ist dein Bruder schon wieder geheilt? Ich kann verstehen,
aus der Sicht des Bruders dann, dass man versucht, das zu vermeiden. Aber ich glaube, wäre es mein Bruder, würde ich mega selbstbewusst immer darauf antworten und sagen, er hat keine Krankheit, er ist einfach nur schwul, er steht auf einen Mann. Weil mich das innerlich so aufregen würde, aber ich weiß, dass es nichts bringen würde, die Person dann anzuschreien. Deswegen würde ich, glaube ich, einfach immer hinter meinem Bruder dann stehen. Ja. Aber voll krass, dass du also einfach dieses Verständnis aufbringen kannst und dich so in die Schuhe deiner Familie dann versetzen kannst. Ja, weißt du, ich kann auch alles sagen so, oh, meine Familie ist so schlimm und was weiß ich und das ist alles so, ich hatte die schlimmste Coming-out-Geschichte, was weiß ich. Aber ich muss halt sagen, durch die Zeit auch erst und dadurch, dass ich mir auch andere Meinungen oft angehört habe und ich mag es einfach, mir auch so viel irgendwie um mich rum aufzunehmen und dann irgendwie meine eigene Meinung daraus zu bilden, sondern einfach nur zu sagen, ich habe meine Meinung und Punkt. Word an dieser Stelle, Mann, so früh im Video, schon so eine krasse Message. Es ist wirklich mega cool, also einfach diese Bereitschaft, ja, sich andere Meinungen anzuhören, ist ja auch nur das, was einen weiter bildet in a way und seinen Horizont erweitert. Ja. Well done. Thank you. Das mit 19, what the fuck. Und, wie habt ihr Sex nackt? Ich fand die Antwort schon mega lustig. Es geht ja eigentlich darum, also gerade bei Mädels, dass dann Leute sagen so, ihr seid Lesben, ihr habt ja gar nichts, was ihr reinstecken könnt. Ist das überhaupt Sex oder macht ihr es in einer Art Scherenposition? Der Blick! I was like, say something please! Ich hasse es. Also bei mir kommt es auch voll auf vor, aber ich kenne das auch von einem lesbischen Pärchen, was ich kenne, wo dann die eine gefragt wurde, wo gesagt wurde, ja, aber dann bist du ja noch Jungfrau. So nach dem Motto, no. Ich glaube, es ist viel Nichtverständnis einfach, weil wenn du es nicht hast, kannst du es vielleicht auch nicht so verstehen. Ja, honestly, erste Reaktion wäre wahrscheinlich dumm. Aber es ist doch besser, dass die Personen fragen, anstatt, ja, dass sie es nicht tun, weil... Und einfach sagen, Ja, eben, genau. Also so findet doch ein Austausch statt. Und wenn du, sag ich mal, darüber stehst, dich angegriffen zu fühlen, kannst du vielleicht der Person noch was mitgeben. Nicht wahr? Oder? Also fragt, auch wenn es dumme Fragen sind. Dumme Fragen müssen auch beantwortet werden. Und jetzt habe ich nämlich noch einen zweiten Kommentar. Das, finde ich, ist so eine Sache, die ich blöd finde, die sich genau um das gleiche Thema dreht. Sie sind mit einer Frau zusammen. Aha, dann hatten sie also noch nie richtigen Sex. Von ihrer Gynäkologin gesagt. Oder? Das ist halt keine Frage, das ist einfach nur so ein fucking Statement und ich denke mir so, bitch, what? Ja, nee, das ist, that's not good. Stellt gerne eure Fragen, seid neugierig, aber droppt nicht so miese Comments, also. Wenn Menschen sagen, Homosexuelle dürfen keine Kinder adoptieren, weil sie sonst von den anderen gemobbt werden, vielleicht sollte man dann ja etwas an der Erziehung ändern und nicht an den Eltern. Warte mal, wie an der Erziehung, dass sie... Keine Ahnung, ich hab's zwar getwittert, aber ich weiß nicht mehr, was ich damit meine. Du hast es selber geschrieben und weißt nicht mehr, was du damit meinst, what the fuck? Also ich glaube, so low-key, ich glaube auch wirklich, dass es passieren wird. Ja. Also wenn du ein Kind aus einer gleichgeschlechtlichen Eltern, das bist, dann wirst du wahrscheinlich dumme Kommentare von anderen Kindern kriegen und später, gerade auch wenn du zur Schule gehst, weil Teenager dumm sind. Nicht alle, sorry. Aber ich meine, so, es ist halt einfach die Zeit, so, ne? Ja. Aber wenn du nie damit anfängst, kann es ja auch nie normal werden, oder? Genau, es ist Unverständnis. Weil ich habe Mama und Papa, also ist es nicht normal, dass andere Mama und Mama haben oder Papa und Papa. Aber wenn du es ihnen erklärst, dann lernen die Kinder damit zurechtzukommen und geben ihren Kindern das dann vielleicht auch noch mit. Also ich habe sowieso auch das Gefühl, dass Kinder ganz oft, wenn sie damit konfrontiert werden und die noch keine vorgefertigte Meinung so eingetrichtert bekommen, sie da auch voll offen sind. Natürlich werden sie fragen, weil es für sie anders ist, so, ne? Aber das Fragen ist ja nicht schlimm. Und wenn es denen dann erklärt wird, dann... Ja, genau, dann lernen sie und wachsen daran. Okay, jetzt habe ich noch einen, den ich ein bisschen witzig finde. Wer ist der Mann in eurer Beziehung? Jedes verfickte Mal. Fragt ihr bei Essstäbchen auch, wer Messer und wer Gabel ist? Diese Metapher dafür ist einfach so gut. Ja. Es ist ja so, wenn du zwei Stäbchen hast, die gleich sind, dann ist nicht einer Messer und einer Gabel. Es ist halt privat. Ja. Du kannst fragen und man beantwortet auch Sachen gerne, aber irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man dann sagt, ja, das kannst du auch selber ausprobieren dann irgendwie. Bei den meisten bin ich so, I don't wanna know. Ja, genau, du willst auch gar nicht wissen. Aber auf der anderen Seite, ich will mich auch nicht zu sehr über diese Frage aufregen, weil ich glaube, sie hat mir traurigerweise, aber in meiner YouTube-Karriere auch schon geholfen. Ja, das ist ganz gut, dann kenne ich Feld. Eben, nicht wahr? Ich glaube, ich habe dieses schon so 5-mal in meinem Titel gehabt. Bin ich nun top oder bottom? Und Leute, die immer noch draufklicken, weil sie wirklich glauben, dass ich das beantworte. Ja, so. Wenn man darüber spricht, wie man in den Medien repräsentiert wird und Heteros es halt einfach nicht verstehen. Ich würde sagen, es gibt jetzt schon oft schwule Charaktere in Serien und so. Das ist wirklich schon mega, mega wichtig. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, ja, schon mal ein Gespräch mit jemandem geführt zu haben, der gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, was der Sinn dahinter ist. Aber ich kann halt von mir selber sagen, dass mir aufgefallen ist, dass es wirklich
wirklich in so vielen Bereichen der Fall ist, über die ich selber zum Beispiel noch gar nicht nachgedacht habe. Zum Beispiel hatte ich mal so ein Video gesehen, wo auch ein YouTuber darüber gesprochen hat, dass L in der amerikanischen Version von Death Note, dass das nicht dass das kein Asiate war, der den gespielt hat und er aber gesagt hat, sie brauchen Asian Representation und das fand ich so voll interessant, weil ich darüber nie nachgedacht habe. Ja, ich glaube, bei Ghost in the Shell so mit Scarlett. Genau. Und dann, wo alle dann gesagt haben, so ja, der ist gefloppt, weil sie nicht asiatisch ist. Genau sowas. YouTube macht ja praktisch genau das Gleiche und wenn ich YouTuber gehabt hätte damals, zu denen ich aufgeschaut hätte und die einfach meine Vorbilder gewesen wären, glaube ich schon, dass mich das stark beeinflusst hätte. Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter nach meinem Coming Out sagt das bloß nicht der Oma, die redet nie wieder mit dir. Meine Oma nach meinem Coming Out, dein Freund gehört jetzt auch zur Familie. Oh, das ist schön. Das ist mega cool und ich muss wirklich sagen, ich war damals auch richtig aufgeregt, vor meinen Großeltern mich zu outen, weil, wenn du schon oft davon gehört hast, dass Eltern damit Probleme haben, die ja eine oder zwei Generationen dichter an dir sind, als deine Großeltern, dann what the fuck, so, wie sollen die das jemals verarbeiten? Bei meinen Großeltern war das auch so, dass meine Mutter gesagt hat, er zieht ja zu seinem Freund, ne, nach Berlin und mein Opa hat dann gesagt, ja, und dann meinte sie, du weißt schon, was er mit Freund meint, oder? Und dann hat mein Opa nur gesagt, sie machen. Naja, und dann hat mein Opa nur gesagt, ja, aber das ist doch ein ganz süßer. Und dann denke ich mir so, what the fuck, wie cool ist das einfach? Also bei mir ist komplett das Gegenteil. Ich werde es meiner Oma niemals sagen, also wirklich nicht mehr. Ich wollte es ihr mal sagen, aber sie ist halt noch eine Stufe krasser mit dem ganzen Christlichen und sowas. Okay. Es tut mir leid, aber ich weiß, dass sie nicht mehr so lange lebt. Und dann behalte ich lieber meine Oma, die mich so in Erinnerung hat, wie so ist. An dem Abend, also an dem ich sie angerufen habe, also wir sind dann am nächsten Tag zu ihr gefahren. Und an dem Abend davor hat sie mir dann so einen Link per WhatsApp geschickt. Ja, sie nutzt sogar WhatsApp. Aber er hat mir so einen Link für eine Petition geschickt, dass irgendwie die Homo-Ehe gestoppt wird. Und ich dachte so, okay, Oma. Oh, fuck. I love you so much, aber voll krass. Also jetzt mal Real Talk, ne? Bei mir ist das wirklich so drin, ich erwarte irgendwie von der Familie, dass sie das akzeptieren, weil ich denke, die Liebe zu deinem Kind muss doch stärker sein, ja? Aber das Gleiche kann man auch andersrum sagen, weißt du, dass man zu mir sagen würde, die Liebe zu deinen Eltern oder was auch immer muss doch stärker sein, als dass du sagen kannst, okay, ich liebe meine Oma und ich werde sie davon nicht mehr überzeugen müssen und bla bla bla. Ich spreche dir einfach nur meine Bewunderung aus, dass du das so kannst einfach, das finde ich echt krass. danke. Das war eigentlich der letzte Kommentar, aber ich habe noch einen gefunden, den ich so schön fand und den möchte ich noch kurz mit euch teilen. Dass Menschen unter Me Queer, Me Too die Dinge benennen, die ihnen in einer Gesellschaft, die so tat, als sei das normal, angetan wurden, ist eine Revolution, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Online wie offline. Fantastisch ist das. Oh, ich weiß nicht. Ich habe das gelesen und dachte so, es ist ja so. Ja. Es ist so viel Anreiz für jetzt Gesprächsstoff. Wir machen jetzt ein Video darüber, ihr schaut nachher vielleicht auf Twitter vorbei, sprecht da mit anderen drüber und dann kann man daraus was lösen auch. Ja, und es ist einfach eine Bewegung, die jetzt ins Rollen gebracht wurde und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Das ist jetzt da und diese Aufmerksamkeit ist da und das ist einfach richtig, richtig cool. On this note, glaube ich, bietet das den perfekten Ausstieg für dieses Video. Es ist einfach immer noch so, dass wir in 2018 für Gleichberechtigung und für Akzeptanz kämpfen und egal als was du dich identifizierst, wen du liebst. Und damit schließe ich auch Cis und Hetero und alles mit ein. Ich finde, es ist einfach wirklich cool, für diese Sache zu kämpfen und ja, Aufmerksamkeit darauf zu lenken und einfach ja, mehr mit Liebe und Verständnis auf Leute zuzugehen, als mit Distanz und Verachtung. Das klang gut. Ja, gut, dann, also, wenn ihr jetzt noch ein bisschen leichtere Unterhaltung sehen wollt so und ein bisschen lachen wollt, dann schaut doch mal bei David vorbei, da haben wir nämlich auch ein richtig cooles Funny-Video gedreht. Vielen Dank an Yannick für den Schnitt. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Dasein lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.